Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und wie immer freue ich mich riesig, heute mit euch über ein wirklich spannendes und wichtiges Thema zu sprechen. Und ich bin Lisa. Hallo zusammen. Heute tauchen wir tief in die Welt der gewaltfreien Kommunikation ein. Wir werden lernen, wie wir unsere Bedürfnisse und Gefühle klar und effektiv ausdrücken können, ohne dabei andere zu verletzen oder zu verärgern. Genau, Lisa. Und ich kann euch sagen, dieses Thema hat mir persönlich schon sehr geholfen. Ich bin von Natur aus ein eher impulsiver Mensch und neige manchmal dazu, Dinge zu sagen, die ich später bereue. Kennt ihr das? Aber durch die gewaltfreie Kommunikation habe ich gelernt, meine Emotionen besser zu kontrollieren und respektvoller mit anderen umzugehen. Das ist toll, Felix. Gewaltfreie Kommunikation, oder kurz GFK, ist ein Konzept, das von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Es geht darum, eine Verbindung zu unserem Gegenüber aufzubauen, die auf Empathie und Verständnis basiert. Empathie bedeutet, die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen nachvollziehen zu können. Also, anstatt direkt mit Vorwürfen um sich zu werfen oder in die Defensive zu gehen, versucht man, die Situation aus der Sicht des anderen zu betrachten? Richtig! Ein zentraler Aspekt der GFK sind die 4 Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Beobachtung meint, eine Situation neutral zu beschreiben, ohne sie zu bewerten. Okay, also nicht, du bist immer so unordentlich, sondern eher, mir ist aufgefallen, dass die schmutzigen Socken auf dem Boden liegen. Perfekt. Das ist eine neutrale Beobachtung. Der zweite Schritt ist das Gefühl. Hier beschreiben wir, wie wir uns in dieser Situation fühlen. Zum Beispiel: Das macht mich etwas unruhig. Und dann kommt das Bedürfnis, richtig? Also, was brauchen wir eigentlich in diesem Moment? Vielleicht so etwas wie, ich brauche eine gewisse Ordnung, um mich wohlzufühlen. Genau. Du hast es verstanden. Ordnung ist hier das Bedürfnis. Und der letzte Schritt ist die Bitte. Wir formulieren eine konkrete Bitte an unser Gegenüber, wie zum Beispiel: Wärst du bereit, in Zukunft deine Socken in den Wäschekorb zu werfen? Wow, das klingt so einfach und logisch, wenn du es so erklärst, Lisa. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Praxis gar nicht so leicht ist, diese Schritte in einem emotionalen Moment anzuwenden. Da hast du recht, Felix. Es erfordert Übung und Geduld. Ein wichtiger Tipp ist, sich auf Ich-Botschaften zu konzentrieren. Das bedeutet, über unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, anstatt den anderen zu beschuldigen. Kannst du das genauer erläutern, Lisa? Was ist der Unterschied zwischen einer Ich-Botschaft und einer Du-Botschaft? Eine Du-Botschaft ist oft anklagend und stellt den anderen in den Fokus. Zum Beispiel: Du hörst mir nie zu. Hier liegt der Fokus auf dem Verhalten des anderen und der andere kann sich angegriffen fühlen. Eine Ich-Botschaft hingegen beschreibt, wie sich das Verhalten des anderen auf uns auswirkt. Also anstatt zu sagen, du bist unzuverlässig, könnte man sagen, ich fühle mich enttäuscht, weil ich mich nicht auf dich verlassen kann. Genau, Felix. Das ist eine Ich-Botschaft, weil es hier um dein Gefühl, die Enttäuschung geht. Ein weiteres hilfreiches Konzept in der GFK ist das aktive Zuhören. Das bedeutet, unserem Gegenüber unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken und zu versuchen, seine Perspektive zu verstehen. Das klingt nach einer bewussten Entscheidung. Man muss sich wirklich darauf einlassen, dem anderen zuzuhören und nicht nur darauf zu warten, selbst widersprechen zu können, oder? Absolut. Einlassen bedeutet hier, sich auf etwas einzulassen, sich darauf zu konzentrieren. Zum aktiven Zuhören gehört auch, das Gehörte zu paraphrasieren, also in eigenen Worten wiederzugeben. Also zum Beispiel, habe ich dich richtig verstanden, dass du dich gerade überfordert fühlst, weil du so viel zu tun hast? Richtig! Überfordert bedeutet, dass jemand zu viel zu tun hat und nicht weiß, wie er alles bewältigen soll. Durch das Paraphrasieren zeigen wir, dass wir aufmerksam zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen. Es gibt unserem Gegenüber auch die Möglichkeit, etwas zu korrigieren oder zu präzisieren, falls wir etwas falsch verstanden haben. Präzisieren bedeutet, etwas genauer zu erklären. Das ist ein super Punkt, Lisa. Manchmal interpretieren wir ja auch etwas falsch oder ziehen voreilige Schlüsse. Genau.
Und genau das kann zu Missverständnissen und Konflikten führen. Die gewaltfreie Kommunikation hilft uns, diese Missverständnisse zu vermeiden, indem sie uns dazu anregt, klar und präzise zu kommunizieren. Ich finde es spannend, wie sehr Sprache unsere Beziehungen beeinflussen kann. Ein paar falsch gewählte Worte. Und schon ist ein Streit vorprogrammiert. Das stimmt, Felix. Worte haben eine enorme Kraft. Sie können verletzen, aber sie können auch heilen und verbinden. In der GfK geht es darum, Worte bewusst zu wählen und eine Sprache zu verwenden, die Verständnis und Verbindung fördert. Und wie kann man üben, gewaltfrei zu kommunizieren? Hast du da ein paar praktische Tipps für unsere Zuhörer, Lisa? Auf jeden Fall. Ein guter Anfang ist, sich selbst zu beobachten. Achte darauf, wie du in Konfliktsituationen reagierst. Welche Worte benutzt du? Neigst du dazu, Vorwürfe zu machen oder andere zu beschuldigen? Vorwürfe machen bedeutet, jemandem die Schuld für etwas zu geben. Selbstreflexion ist also der erste Schritt, sich selbst und seine eigenen Kommunikationsmuster zu hinterfragen? Genau. Hinterfragen bedeutet, etwas kritisch zu betrachten und zu prüfen, ob es wirklich richtig oder sinnvoll ist. Ein weiterer Tipp ist, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Versuche die Situation aus seiner Perspektive zu sehen. Welche Gefühle und Bedürfnisse könnten ihn zu seinem Verhalten bewegen? Also Empathie üben, wie du es vorhin schon erwähnt hast? Richtig. Und schließlich ist es hilfreich, die 4 Schritte der GfK bewusst zu üben. Du kannst das zum Beispiel mit einem Freund oder Familienmitglied tun. Wählt eine Alltagssituation aus und versucht sie mit Hilfe der 4 Schritte zu besprechen. Das klingt nach einer guten Übung. So kann man die Theorie direkt in die Praxis umsetzen und ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die gewaltfreie Kommunikation in einem echten Gespräch anfühlt. Es braucht vermutlich eine gewisse Zeit, um das zu verinnerlichen. Verinnerlichen meint, etwas so zu lernen, dass es in Fleisch und Blut übergeht, also ganz selbstverständlich ist. Ja, das braucht Zeit. Sei geduldig mit dir selbst. Es ist ein Prozess und es ist völlig normal, dass man am Anfang Fehler macht. Wichtig ist, dass du dranbleibst und nicht aufgibst. Das ist ein guter Rat, Lisa. Man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht sofort perfekt klappt. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung zählt. Ich merke, dass wir schon viel über die Theorie gesprochen haben. Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie man die gewaltfreie Kommunikation in einer alltäglichen Situation anwenden kann? Klar. Stellen wir uns vor, ein Paar, Anna und Ben, streitet sich über den Haushalt. Anna ist frustriert, weil Ben seiner Meinung nach zu wenig hilft. Anstatt zu sagen, du bist so faul und hilfst nie im Haushalt, könnte Anna die 4 Schritte der GfK anwenden. Okay, also zuerst die Beobachtung. Was könnte Anna da sagen? Sie könnte sagen, mir ist aufgefallen, dass der Müll seit 3 Tagen nicht rausgebracht wurde und sich das schmutzige Geschirr in der Spüle stapelt. Das ist eine neutrale Beschreibung der Situation, ohne Bewertung oder Vorwurf. Und dann das Gefühl? Anna könnte sagen, ich fühle mich überfordert und gestresst, wenn ich das alles alleine machen muss. Verstehe. Sie spricht über ihre eigenen Gefühle, ohne Ben direkt anzugreifen. Und das Bedürfnis? Sie könnte sagen, ich brauche Unterstützung und wünsche mir, dass wir uns die Hausarbeit teilen. Klar und deutlich formuliert. Und zum Schluss die Bitte? Wärst du bereit, ab jetzt den Müll rauszubringen und beim Abwasch zu helfen? Das klingt viel konstruktiver als der ursprüngliche Vorwurf, oder? Durch die Anwendung der 4 Schritte hat Anna ihre Gefühle und Bedürfnisse klar ausgedrückt, ohne Ben anzugreifen oder zu verletzen. Genau, Felix. Und Ben hat so die Möglichkeit, auf Annas Bedürfnisse einzugehen, ohne sich angegriffen zu fühlen. Die Chancen stehen viel besser, dass die beiden eine Lösung finden, mit der beide zufrieden sind. Das zeigt wirklich, wie mächtig die gewaltfreie Kommunikation sein kann. Sie ermöglicht es uns, Konflikte auf eine respektvolle und konstruktive Weise zu lösen. Absolut, Felix. Und das Beste ist, dass jeder sie lernen kann. Es erfordert zwar Übung und Geduld, aber die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Lisa. Gewaltfreie Kommunikation ist ein wertvolles Werkzeug, das unsere Beziehungen in allen Lebensbereichen verbessern kann, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder in Freundschaften. Richtig, Felix. Und sie hilft uns nicht nur, besser mit anderen zu kommunizieren, sondern auch, uns selbst besser zu verstehen.
Indem wir lernen, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und auszudrücken, gewinnen wir mehr Klarheit über uns selbst und das, was uns wichtig ist. Das war eine Menge Information für heute, aber ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie mich. Ich werde auf jeden Fall anfangen, die 4 Schritte in meinem Alltag zu üben. Das freut mich, Felix. Und ich bin sicher, dass es auch unseren Zuhörern so geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank an euch alle. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich verspreche euch, es wird wieder ein interessantes Thema sein und ihr könnt dabei viele interessante und andere Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Bis bald.